Hi Leute, ich bin Amazing Ace und heiße euch wieder willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute geht es um einen meiner Lieblingsfiguren aus der Masters of the Universe Reihe und hier aus der Origins Reihe. Es ist Trapjaw, Skeletors Waffenmeister, einer der ersten Figuren, die rauskamen und einer von Skeletors wichtigsten Gefolgsleuten, die um ihn herum sind. Trapjaw kommt in der bekannten Vintage-Verpackung. Ihr seht es schon mit dem bekannten Masters of the Universe Logo. Darunter in Schrift Trapjaw. Oben der Hinweis auf 6+. Die Jüngeren sind hier schon angesprochen. Der bekannte Stern mit dem Hinweis auf den inkludierten Comic. Und wie immer schön das explodierende Vulkangestein. Im Hintergrund sehen wir schon ein Comic und vorne in der Fensterbox sehen wir schon Trapjaw. Immer der Hinweis von mir, Leute, achtet darauf, wenn ihr sie sammeln wollt, dass hier keine kaputten Kanten sind, keine Biegungen, so wie bei mir. Wenn sie dann im Laden stehen, guckt durch die Fensterbox, guckt einmal genau rum, ob es hier sichtliche Übermalungen gibt. Sollte das der Fall sein, greift zu einer anderen Figur und inspiziert sie. Drehen wir die Packung einmal um und sehen uns das Artwork oben einmal genauer an. Links der Stern, nochmal mit dem Hinweis auf das Comic und auch hier wie immer in schönen grellen, bunten Farben das Artwork Ram-Man und He-Man im Kampf gegen Trapjaw. Wirklich sehr schön gemacht. Wir gucken uns einmal die untere Hälfte an und hier sehen wir schon der Hinweis auf das Feature, und zwar handelt es sich hier um ein Stecksystem für sein Zubehör, das er ja mitbringt. Und unten der Hinweis auf den beweglichen Kiefer. Hier wieder die Mischung aus Wave 1 auf der linken Seite und die rechte Seite aus Wave 2. Ich hole Trapjaw jetzt einmal da raus und freue mich darauf. Bis gleich. So Leute, erstmal wie immer das Comic. Dies ist uns bekannt von Man-E-Faces. Es ist das gleiche Comic. Ihr habt hier ein dünneres, als es bei der Vintage-Variante der Fall war. Nichtsdestotrotz ist alles hier schön designt. Ihr habt auch keine Sprechblasen oder sonstiges. Da müsst ihr euch selbst Gedanken drüber machen. Und hinten nochmal die Figuren, die erhältlich sind, und diese entsprechen immer denen auf der Verpackung. So Leute, und hier ist Trapjaw. Ich messe ihn einmal und wir haben auch hier eine Höhe von 15 cm und er wird etwas breiter sein als die anderen, bedingt durch seinen Arm. Nein, es sind trotzdem 7,5 cm. Auch wie immer wiege ich ihn einmal. Und wir kommen hier auf 90 Gramm. Trapjaw kommt hier wie immer bei den Origins in grellen Farben. Ich finde es super. Das kommt einfach sehr schön rüber. Und ich habe hier insgesamt eine Bemalung, die gut ist. Hier ist nichts drüber gemalt. Das einzige, das ich habe, ist hier dieser schwarze Punkt. Ich kriege ihn Streifen. Wegreiben lässt er sich nicht, aber wie ich euch gesagt habe, wenn sie im Laden stehen, könnt ihr darauf achten. Ich habe meine natürlich vom Online-Händler und keinen Einfluss drauf. An der Seite seht ihr, wie auch bei der Vintage-Serie, diese Kniebeugen-Squat-Pose. Und wie bei Man-E-Faces haben wir hier auch diesmal anders designte Beine, als es bei den vorherigen Figuren der Fall ist.
Ich persönlich finde es so schöner. Seine Boots gehen über das Knie. Ich hole euch auch hier einmal eine andere Figur dazu, in diesem Fall Skeletor. Und hier seht ihr, wie es dort ist. Da geht das Knie mit so einer Lippe drüber. Finde ich hier dann besser gemacht. Sehen wir uns einmal natürlich das Gesicht näher an. Ihr habt hier auch ein helleres Grün als bei der Vintage-Serie. Und im Gegensatz zur Vintage-Figur ist hier das Gesicht anders designt. Trapjaw hat sonst natürlich in der Vintage-Version hatte er hier Augenbrauen, die sind in schwarz, die sind hier nicht. Auch seine Augen, hier sind die Höhlen diesmal schwarz mit einem weißen Punkt. Und bei der Vintage waren es 2 schwarze Punkte. Und auch die Nase ist nicht so breit, wie es bei der Vintage-Serie der Fall war. Also hier sieht das Ganze monsterartiger aus, als es bei der Vintage-Serie der Fall war. Wir sehen uns einmal den Kiefer an. Diesen kann er weit aufreißen, was ein bisschen seltsam anmutet. Das geht bis zur Brust. Und da können wir dann schon seinen Halsansatz sehen. Also es hätte bis hier gereicht. Und einmal mit geschlossenem Kiefer. Der Kiefer sitzt hier aber wirklich fest drin. Und das ist natürlich sehr gut. Also da labbert nichts von Anfang an. Gehen wir einmal das Thema Beweglichkeit durch. Wie auch bei Man-E-Faces, diese neue Designvariante. Ihr könnt hier zwar von vorne nach hinten das Fußgelenk bewegen, auch nicht so viel, wie es bei den anderen Origins-Figuren der Fall ist, und wenig zur Seite. Ich zeige euch das noch einmal bei Skeletor. Dort haben wir viel mehr Bewegungsfreiraum. Wie gesagt, geschuldet durch das neue Design. Die Unterschenkel könnt ihr natürlich einmal in der Runde bewegen. Das Bein könnt ihr anziehen. Bein lässt sich von vorne nach hinten bewegen. Und auch könnt ihr sie auseinanderziehen und seht die bekannten Befestigungen über diesen Pin. Die Schultern, den Arm, den linken Arm könnt ihr natürlich auch hoch bewegen. Von oben nach unten, von hinten nach vorne. Ihr könnt ihn natürlich flexen. Eine Außenrotation, eine Innenrotation, das Handgelenk von innen nach außen. Und natürlich kann dieses einmal komplett in der Runde gedreht werden. Natürlich habt ihr auch die Torsodrehung, die einmal 360 Grad möglich ist. Der Kiefer ist zu bewegen, wie ich euch gerade gezeigt habe. Und der Kopf lässt sich auch einmal in der Runde drehen. Auf der rechten Seite ist ja sein bekannter Waffenarm. Ja, diesen können wir, wie auch bekannt, von vorne nach hinten bewegen. Und auch hier ist ein Flex möglich. Auch hier sei noch mal erwähnt, dass die Handgelenke bei den anderen Figuren aus der ersten Wave viel weiter beweglich waren, als es nun bei Man-E-Faces oder bei Trapjaw der Fall ist, bedingt durch die Gestaltung des Unterarms. Was auch sehr schön ist, sein Gürtel ist hier schön designt. Ihr erkennt den bekannten Totenkopf und das ist natürlich ein komplettes Gummiteil, also keine extra Bemalung. Und ihr seht auch hinten, zu lösen ist der Gürtel so wie bekannt. Ihr öffnet das Ganze. Auch seht ihr hier diese 2 Halter, die natürlich für die Zubehörteile sind.
Gürtel einmal wieder dran. So. Und ihr seht, der sitzt fest und auch da wackelt und labbert nichts. Wir kommen zu Trapjaws Zubehör und ihr wisst, er kann ja seinen Waffenarm ändern und kommt mit den bekannten 3 Zubehörteilen. Einmal sein Strahlengewehr und hier ist das Plastik auch härter, als es bei der Vintage-Version war. Wir erkennen hier alle Details, wirklich gut. Einmal der Haken, auch hier schön aus hartem Plastik, und sein Greifarm. Also alles sehr viel härter, als es bei der Vintage-Figur der Fall war. Wir drücken es einmal rein und das klappt wirklich vorzüglich, wirklich super. Und an allen 3 Zubehörteilen haben wir diese Haken. Diese werden in den Gürtel eingehakt und auch das ist hier bombenfest. Und auch hier, guckt euch das an, sieht super aus. Auch das sitzt gut und hat auch eine schöne Reichweite. Und natürlich einmal seinen Blaster. Ja, top gemacht und furchteinflößend. Wenn ihr meine anderen Videos geguckt habt, wisst ihr ja, wir haben hier so etwas wie ein verstecktes Feature, das auf den Verpackungen nicht aufgeführt ist. Und zwar lassen sich die Figuren mit den anderen Figuren aus der Origins-Reihe tauschen. Wir nehmen hier mal seine Boots ab. Ihr merkt schon, ist wirklich sehr schwer. Wir können seine Hand abnehmen. Wir können seinen Arm abnehmen. Der Kopf lässt sich hier natürlich abnehmen. Auch sein Waffenarm lässt sich abnehmen. Und der Torso lässt sich abnehmen. Also hier sind euch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Ich zeige euch das einmal am Beispiel mit Man-E-Faces. Man-E-Faces hat ja die gleich designten Beine. Also ist es hier, was die Boots angeht, wird es kein Problem sein. Und ihr seht, das passt. Und genauso nehmen wir mal seinen Arm ab und jetzt hat er den Waffenarm und Trapjaw können wir den Arm von Man-E-Faces geben. Ich zeige euch auch das nochmal bei den normalen Beinen. Ich habe jetzt hier einmal den Unterschenkel von Skeletor und ihr seht, das Design passt nicht mit denen aus der Wave 1 zusammen, bedingt durch diesen Überhang. Das heißt, ihr müsstet es dann seitlich anlegen, aber das passt hier nicht. Wir bauen Trapjaw wieder einmal zusammen und auch hier, ihr hört, absolut top, absolut super Rastung mit einem starken Klickgeräusch. Natürlich muss erst der Gürtel dran. Also auch hier ist das Zusammensetzen wirklich extrem gut. Passt auf die Handgelenke, die vorsichtig reinploppen, nicht dass irgendwas abknickt. Und auch hier bei den Boots müsst ihr richtig Kraft aufwenden. Das Getausche untereinander ist vollkommen in Ordnung, aber wie in meinen anderen Videos schon angesprochen, ist es hier generell nicht möglich, einen Tausch zu vollführen mit den Classics oder mit den Ultimates. Ich habe hier den Ultimate Skeletor und ihr seht, Trapjaws
Pin ist dicker. Ihr seht, Skeletors Kopf passt hier nicht drauf aus der Ultimate-Serie und ihr seht auch schon das Verhältnis dadurch, dass die Ultimates größer sind, passt hier nicht. Es wäre nur möglich, wenn ihr das vielleicht erhitzt oder so, aber wozu? Das ist nicht Sinn und Zweck. Und Trapjaws Kopf, auch er, obwohl der Pin dünner ist, möchte hier nicht so richtig drauf. Also hier wäre das Verhältnis besser, als es andersrum der Fall ist. Das einmal am Rande. So Leute, ich habe hier mal einen Vergleich mit dem Classics Trapjaw. Ihr erkennt schon die Farbunterschiede. Classics Trapjaw ist dunkler gehalten in der Farbgebung und ihr könnt auch die Gesichtsunterschiede von beiden erkennen. Classics Trapjaw mehr angelehnt, was das Gesicht angeht, an die Vintage-Figur. Und der Detailgrad natürlich, was die Bemalung bei der Classic-Serie angeht, eine andere und sehr viel detailreicher. So Leute, das war der Bericht zu Trapjaw aus der Masters of the Universe Origins Reihe. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was sagt ihr zu Trapjaw in diesem Fall? Super oder nicht? Bleibt weiterhin auf dem Laufenden. Abonniert dazu meinen Kanal, denn es wird noch weiteres für euch folgen. Und bis dahin, let's collect!